Ja, guten Morgen. Wollt ihr mal sehen, wie ein ganz normaler Tag bei mir aussieht? Dann bleibt jetzt dran. Aua. Freiderland, Klimansland. Was kritisch ist, ist sowas hier. Was für eine Gewalt. Kettensäge. MDCC Garten-YouTuber-Treffen. Luisa. Florian. Das hat er gemacht. Servus. Sonst werde ich von den Zuschauern angemeckert. Hallo? Ja? Ah, okay. Oh, danke fürs Bescheid geben. Ich komme. Jawohl. Ciao. Ah, verdammt. In meinem Waldstückchen ist mir im Sturm ein Baum umgefallen, mitten auf dem Weg. Der muss weg. Schnittschutzhose, Hörschutz, Kettensäge, Traktor, Seilwinde, alles dabei. Und ich habe noch mal Hilfe gekriegt. Mit dabei sind Freya und David. Vielleicht kennt ihr die schon vom YouTube-Kanal Freiderland. Freiderland. Erinnert mich ein bisschen an Klimansland. Ja. Und ihr seid auch ganz oben im Norden, ne? Ja, ganz oben. Aha. Erzähl mal gleich was drüber. Ich muss jetzt schnell in den Wald. Die beiden helfen mir. Der Baum muss unbedingt weg. Ist echt gefährlich, wenn so ein Ding schräg hängt, überm Weg. Kommt ihr mit? Wir kommen Ja, mit. natürlich. Packen wir mit an. Ihr müsst nur hinter mir herfahren. Ja. Ich fahre mit dem Traktor vor. Es ist ja nicht weit. Ja. So, hier sind wir angekommen und ja, da liegt ein Baum quer hier auf dem Weg. Der ist nicht so schlimm, den ziehen wir weg. Aber was kritisch ist, ist sowas hier. Ein Hänger, wir hatten ja Sturm, den hat es umgehauen und hier ist der Weg. Deswegen muss der weg. So, die Problembäume schauen wir uns mal an. Ja, hier hat der Nachbar schon den Wipfel abgeschnitten. Der ist ihm hier in den Zaun reingefallen. Nicht schön, denn er hat hier auch neu angepflanzt. Aber sehr netter Nachbar. Ich muss ihm nichts bezahlen. Ist ja auch ein Sturmschaden. Den ziehe ich hier jetzt weg. Ja, da sieht man mal, was für eine Kraft so ein Sturm hat. Es ist kein Solitärbaum, sondern er ist umringt von anderen Bäumen. Aber der Wind hat das Ding einfach kaputt gedrückt. Wahnsinn. Und der ist noch nicht mal rotfaul innen drin. Was für eine Gewalt. Baum Nummer 2, der ist rotfaul innen. Sieht man hier. Ganz morsch und weich. Den hat es umgedrückt und hier genau zwischen die Bäume gehauen. Der klemmt da ganz schön drin. Mal gucken, ob wir ihn rausgezogen kriegen. Aber ich säge ihn hier erstmal ab. Dann kommt die Kette dran mit der Seilwinde und versuchen wir, ihn hier vom Weg wegzuziehen. Schade, dass der Heinz nicht da ist. Kennt ihr Heinz? Heinz ist ja ein Fachmann, was Wald angeht. Der wird es jetzt hier wie eine Eins machen. Ich mache das eher dilettantisch, aber passt schon. Ich säge nicht viel, aber trotzdem wichtig, Schnittschutzhose. Und viele werden sagen, ja, und dann in Schlappen. Nein, das sind keine Schlappen, das sind tatsächlich Schuhe mit Stahlkappen und fürs Sägen damit. Okay, damit kann ich mir nicht in die Zehen sägen. Kettensäge. Und Helm, Hörschutz. Einfach aufräumen, der Weg gehört auch dem Nachbarn, deswegen muss man natürlich sauber machen. Reicht, ne? Da hinten habe ich auch Buchen, ja. Ahorn, aber sieht ordentlich aus. Wald darf nicht ordentlich sein. Und am liebsten hätte ich, wenn viel Naturverjüngung kommt, mal reinschauen, man sieht auch, es kommen viele Buchen, hier und da mal eine Eiche und Esche, Ahorn sehe ich da hinten. Ja. Kommt viel hoch.
Aber den Wald hast ja nicht du damals angepflanzt. Nee. Der war ja schon so. Genau. Und dem halt Ja. pflegst du den Was hat man ein. damals gemacht? Ja, Fichte, Monokultur. Ja. Fichte wächst schnell, ist ein super Holz, wirklich ein spitze Holz. Aber mit Klimawandel mag er es nicht mehr. Nee. Viel zu warm, viel zu trocken. Die Fichte will es kühl. Oh, der hängt auch arg schief. Das sieht man ja auch, dass die jetzt überall immer mehr und mehr so Stücke, wo nur Fichten sind, wo alles abstirbt. Genau. Finde ich. Fällt mir Ist zu warm. vermehrt auf. Es gibt viele Bäume, auf die man jetzt wechselt. Da gehört auch die Lärche dazu, die ist beständiger, auch ein Tiefwurzler. Eine Fichte ist ein Flachwurzler, die haut im Sturm schneller um. Eine Lärche wurzelt tief, die steht stabil und kommt auch mit der Trockenheit damit besser zurecht. Ich glaube, wichtig ist halt wieder, dass man von der Monokultur wegkommt. Ist immer scheiße. Ja. Ja, das Wort zum Sonntag. Monokultur ist immer scheiße. Ja, ist so, tatsächlich. Während Florian sich schon an den nächsten Baum ranmacht, ihr hört es auch im Hintergrund gleich, unterstütze ich noch bestmöglich mit der Hack, die ich immer im Auto dabei habe, und mache hier noch die letzten Äste raus. Bewegt sich aber schon, ne? Ja, ja, der kommt gleich. Jawohl. Siehst du? Hopp. Hopp, stopp. Ich würde die Kette vielleicht Drunter. noch weiter vorne, Eher oder? auf der Unterseite, Zum dass er nicht nach unten zieht, sondern eher nach oben. Ah, warte, so. Ah ja, genau, dann dreht es ihn vielleicht noch ein bisschen. Wollt ihr mal mehr wissen über diese Maschine hier, über diese Seilwinde? Ich könnte dazu ein extra Video machen. Gebt mir gerne einen Daumen rauf oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich dazu mal was Separates machen soll. Ah, jawohl. Bist du happy? Sehr, Ja? sehr, weil hat genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ja nicht immer der Fall ist. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man hergezogen kriegen Nee. so einfach, weil der so klemmt da zwischen den Bäumen. Aber wie so eine Schlange hast du ihn da durchgezogen. Ich zeig das mal, dass man das mal sieht. Nicht runterfallen. Hier kann man es jetzt schön erkennen, wie der Baum zwischen diese anderen Bäume gerutscht ist und natürlich total verklemmt. Da habe ich auch ein bisschen einen Schaden angerichtet da hinten. Aber die Bäume werden es überstehen. Die da hinten stehen eh zu eng, da müssen ein paar raus. Heinz, ich brauche deine Hilfe. Und sowas natürlich nicht machen, was ich hier mache. Ich mache das nur, damit ich da oben eine Kameraperspektive habe. Der Baum könnte natürlich runterkrachen, aber ich sehe, der ist so eingeklemmt, der ist ziemlich stabil. Hopp. Da kann man es erkennen, da ist der Baum zwischengerutscht und hat den anderen natürlich geschält. Aber wie erzählt, die stehen zu eng. Da müssen 2, 3 raus. Das Schöne ist ja, wenn man YouTuber als Gast dabei hat, die haben vollstes Verständnis für das ganze Kameragedöns. Ne? Man muss immer mal wieder Aufnahmen machen, doppelt, dreifach. Freya, du hast die ganze Zeit gefilmt. Ja. Vielen Dank, super. Und das ist wirklich wertvoll, wenn jemand da ist zum Filmen. Sonst würde ich hier
doppelt so lang einfach dastehen. Ne? Kamera hin, her, Seil holen und das vergessen, Mikro vergessen und so weiter. So ist das. Und es ist schön, wenn man jemand dabei hat, der das ganze Gedöns kennt. Ja, dann ist es nicht mehr so eine One-Man-Show, wo man alles gleichzeitig machen muss. Sondern Auch von immer unserer gut. Seite aus ist es entspannter, wenn das Verständnis vorhanden ist, dass wir mal mit der Kamera rumlaufen. Genau, und so. ne? Ja. Und macht Spaß, YouTube? Riesig, riesig. Auf jeden Fall. Schon, ne? Ja. Es ist, Bringt wieder viel. Vor allem, wenn man geile Zuschauer hat, wo es einfach Spaß macht. Und in dem Zusammenhang nochmal ein riesen Dank an euch alle, an Zuschauer, dass ihr mal dabei seid. Es ist für mich natürlich eine tolle Sache. Ihr macht's möglich. Danke. Sehr schön. Wald wieder gesichert. Der Weg ist wieder frei. Der Baum ist weg. Was soll ich sagen? Eigentum verpflichtet. Wer Waldbesitzer ist, muss sich auch viel kümmern. Am Schluss noch mal checken, ist alles da, nichts vergessen, Kettensäge, meine Tasche, meine Hose, alles da, wunderbar. Kette, auch da, perfekt. Vielen Dank, Na klar. Oh. High five. danke, ja auch. super. Hat uns gefreut. Immer gut, wenn man zu mehreren ist, dann macht es nicht nur mehr Spaß, sondern sicherer und einfacher. Gerade habe ich erfahren, aber dass sich David unglaublich wünscht, eine eigene Schmiede zu haben. Und ich habe da vielleicht was für ihn. Komm mal mit. Bin gespannt. Vielleicht hast du es ja auch schon. Vor kurzem war ein Zuschauer bei mir, hat gesagt, schau mal her, bringe ich dir mit, ist bei mir übrig und hat es mir geschenkt. Habe ich gesagt, vielen Dank, denn ich hatte zwar einen, jetzt habe ich zwei, aber der erste ist doch etwas verhauen. David, schau her. Nein. Entweder den, Boah, wie cool. der ist noch gut Ja. und das ist ein alter und der ist arg verhauen. Boah. Du darfst dir einen aussuchen, wenn du ihn brauchst, wenn du nicht schon einen hast. Ich habe schon immer von einem Amboss geträumt. Dann such dir einen aus. Entweder der hier oder diesen hier. Ich habe schon immer, wie oft ich mir schon Videos angeschaut habe von Ambossen und wo man die findet und worauf man achten muss und so. Aber jetzt, dass ich hier die Auswahl habe, also vielen, vielen Dank. Hat nur einen Nachteil, sie sind unglaublich schwer. Heb mal die Schubkarre. Allein da schon, ne? Aber die Wahl kannst du nicht mir überlassen. Die Wahl kann ich dir überlassen. Also ich würde dir aber diesen empfehlen, einfach weil wenn du ihn semi-professionell nutzen willst, dann hast du hier halt eine schöne Fläche schon. Weißt, da ist alles noch gut. Ja, der ist noch gerade. Wenn du dir den anschaust, der ist wirklich richtig benutzt. Ja. Hier siehst schon, wie das Eisen nach unten gedrückt wurde. Ne? Da hat sich schon so eine Wurst gebildet. Kann man natürlich wieder richten, abschleifen und alles. Aber der ist einfach besser. Also das ist ja schon ein antikes Stück, ne? Das kann man Ja. fast gar nicht antun. Vor allem hier mit dem Alter in den römischen Zahlen da reingehauen, das habe ich noch nie gesehen. Was haben wir denn? M, D, C, 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 X, X, V, I. 1826. Wenn ich die Wahl habe und wenn ich dann mal mit was vorhabe, dann würde ich natürlich diesen hier. Dann den. Das, Bist du damit auch einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Bist du auch so einer, der viel herzieht? Ihr habt jetzt viel Platz da in Freiderland. Ziehst du viel her? Nee, ich frage Sie. Zieht er viel her? Ja, also wir achten aber schon sehr doll auf Ordnung bei so einem großen Hof. Ja. Sonst funktioniert es nicht, sonst werden wir irgendwann zu Messi. Apropos Messi, werft mal einen Blick hier rein. Also nicht Messi. Das hier ist neu, die Unkrautbürste oder diese Hofbürste, habe ich ja gezeigt in diesem Video hier. Schaut rein, nein Quatsch, in diesem Video. Ja, ein Ofen, den ich nicht wegschmeißen kann, meine Egge, mein Japaner hier oder Zweiradschubkarre oder Kippkuli, Bierbänke, die ich immer mal wieder brauche fürs Garten-YouTuber-Treffen oder für andere Feste, die ich hier feiere, meine alte Bandsäge, hier nochmal Zusatzteile für meinen Einachser für die Agria, ein Hubwagen, da steht die Agria, hier steht meine 5-fach-Kombimaschine, hier nochmal eine zweite Bandsäge, eine kleine Abzugsdingsbums, Hühnerfutter, Messi. Noch nicht Messi, aber es steht halt immer alles voll. Wir haben ja bald das Garten-YouTuber-Treffen, hier wieder das nicht öffentliche, ohne Zuschauer, nur für die YouTuber selber.
Dann braucht man hier wieder Platz, wird wieder hier alles ausgeräumt. Bierbänke oder ein Riesentisch, mal schauen. Hier wird gefeiert, hier wird gegessen, draußen wird gegrillt und gekocht. Und da fällt mir ein, ihr seid doch auch Garten-YouTuber. Ja, Ja. 5. August, ich weiß nicht, ob ihr es schaffen könntet. wir sind da auf Wacken. Nächstes Jahr sind wir dabei. Okay, das würde mich super freuen. aber Ihr nicht seid in damit eingeladen. Ist immer so die 1. Augustwoche. Ich glaube, es ist immer mit Wacken überein. Vielleicht trifft er den Durst, Markus vom Sägewerk. Der geht auch immer hin. Ja. Da ist noch eine Dulle auch noch. Aber es ist halb so wild. Sowas kann man auch richten, indem man es zuschweißt und dann wieder glatt flext. Ne? Dann brauchen wir noch ein Schweißgerät. Auf jeden Wir Fall. haben noch Wer einen eins. Hof hat, Ja. braucht ein Schweißgerät. Und jetzt schätzen wir mal, was das Ding wiegt. Ich habe keine Ahnung, du auch nicht. Ich auch nicht, nee. Ja, ich nehme es mal eben in die Hand und mal schauen, sodass man ungefähr ein Gefühl dafür kriegt. Also man merkt hier schon, selbst eine Schubkarre, wo man ja nur die Hälfte hat an Gewicht, würde ich schätzen 100 Kilo. Nur, dass du so ein Gefühl kriegst. 95. Wir holen die Waage. Freiderland sagt 95 Kilo. 95 it is. Oder sind schon die nächsten Gäste da? Hi, fang mal hier mal an. Luisa. Grüße dich. Und? Florian. Basti, gell? Ja, genau. Ja. Hi. Und Tayel? Darf er aus Video? Nein. Nein. Das Gesicht auf jeden Fall nicht von hinten und so. Und wenn ich ihn rauspixel jetzt, Ja, dann ja, geht ja, das. ja, genau. Okay. Ja, ja. Ich bin gleich bei euch. Wir müssen noch was fertig machen. Waage. Waage geht bis 140. Hopp. Und? Oh, es wackelt noch. Es wackelt noch. Ich hätte jetzt gesagt 88, 89. Ja, und jetzt müssen wir aber noch einiges dazu rechnen, weil ich habe ja hier auch viel Gewicht. Oh ja, stimmt. Ist das jetzt die Hälfte nur? Wir legen ihn jetzt mal richtig drauf. 1, 2, 3. Ist Nein. das schön, oder? Genau dazwischen. Genau in der Mitte. Freiderland sagt 95, ich sag 100. Und wo sind wir? Nein. Hier 95. Nein, aber tatsächlich Genau in der Mitte. Ist das nicht geil? Hä? 97,5 sogar. Wahnsinn. Stark. Ja, mega. Hopp. Das freut mich sehr, wenn ich dir damit eine Freude machen kann. Riesig. Riesige. Das Cool. weiß gar nicht wie viel. Also Viel davon gesprochen. ich habe wirklich schon überlegt, so eine eigene Schmiede mal zusammenzubauen und das zu lernen. Aber allein schon so ein Teil in der Werkstatt zu haben, das ist für mich so ein richtiges Herzstück in der Werkstatt. Klasse. Ja, Klasse. Das ist perfekt. Und ich hoffe auch, dass für den Zuschauer, der mir den geschenkt hat, dass es für den auch okay ist. An dich nochmal danke. So. Hat der Gewicht. Brutal, hä? David, du willst tatsächlich mit einer Schmiede anfangen? also jetzt muss ich ja schon fast. Genau. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so bald wie möglich zwischen allen unseren Projekten irgendwo dazwischen zu quetschen, weil also ja, nochmal riesiges Dankeschön und es war auch schon immer ein Traum. Also ja, Genial, ja. ich muss. Bin auf die Videos gespannt, die du bringen wirst. Ja. Auf jeden Fall. Und das Ja. hat er gemacht. Das müssen wir mal kurz in die Kamera halten. Das hat er gemacht. Super schön. Ich finde es auch sehr schön. Alles selber gemacht aus einem Silberrohling. Silberrohling. Ja. Klar. Wo kriegt man einen Silberrohling her? Ganz inoffiziell Überbleibsel bei der Arbeit. Ich habe aber Vorgesetzten gefragt, der war übrig und dann habe ich den einmal komplett Form gegeben sozusagen. Okay. Silber ist jetzt auch nicht so wertvoll wie Gold. Ne? Gold ist ja unglaublich durch die Decke gegangen. Ja, stimmt. Aber Silber ist bezahlbar. Was das an Gewicht? Ich würde mal raten, 10 Euro, 15 Euro. Ja. Ja, sowas. Reiner um den Dreh. Silberpreis, ja. Genau. Nee, aber wunderschön, toll. Man sieht, dass du handwerklich, Dankeschön. darf man sagen, du bist Büchsenmacher? Ja, kann man Gelernter sagen. Büchsermacher? Ich bin gelernter Büchsenmacher? Büchsenmacher, genau.
Wenn man schon einen Büchsenmacher da hat, der sich mit Metallbearbeitung gut auskennt, meine Kochplatte, so soll sie eigentlich aussehen. Aber an der Stelle, wo halt die wahnsinnige Hitze ist, da verschwindet ja auch das Öl, wenn ich sie immer schön einreibe und fängt dann an zu rosten, wenn ich das Einreiben dann nach dem Kochen mal vergessen sollte. So schaut die Platte jetzt wieder aus. Und nicht vergessen, nach jedem Benutzen wieder einzuölen. Freya, du machst was in deinem Nicht-YouTube-Leben? Ja, in meinem Nicht-YouTube-Leben arbeite ich Vollzeit im Bereich erneuerbare Energien und manage da die Kommunikationsstrategie, Kampagnen von unserem Unternehmen. Das ist aber auch ein spannendes Thema. Ne? Ich bin da ja auch voll drin und mag dieses Thema sehr gern, weil es einfach wichtig ist. Ja. Das ist richtig, ja. Das heißt, du studierst im Moment? Ich studiere jetzt wieder, ja. Und zwar was? Angewandte Informatik. Okay, beides trockenere Themen im Vergleich zu dem, was man bei euch sieht auf dem YouTube-Kanal. Ihr habt es nämlich auch dann so, ihr habt einen Job oder eine Ausbildung, ein Studium, was ganz anderes ist. Und zu Hause könnt ihr auf dem Hof und euch selbst verwirklichen, Selbstversorgung machen. Ja. Das ist ja echt klasse, was man da sieht. Den YouTube-Kanal verlinke ich natürlich unterm Video. Freidaland, sieht man auf seinem T-Shirt, sehr schön. Ja. Seit wann macht das etwa? So ungefähr? Wann habt ihr angefangen? Ja, wir sind ganz frisch. Also wir sind auch YouTube-Babys und auch sehr dankbar, dass wir von dir auch lernen können. Wir haben erst vor 2-3 Monaten angefangen und starten jetzt gerade erst durch mit YouTube. Genau. Also ich habe euch durch Zufall gefunden auf YouTube und fand es vom ersten Video her richtig nett, was ihr macht. Also echt toll. Ja. Macht es weiter so. Ist super. Finde ich echt klasse. Ja. Schaut bitte auch rein. Toller Kanal. 2 sehr sympathische Menschen. Danke. Ihr macht es nicht alleine. Ihr habt ja viel... Ihr habt einen großen Hof, ihr habt viele Leute bei euch rum, ihr macht Woofing, also es kommen Woofer so rum. Ja. Und ihr habt eine richtige Hofgemeinschaft. Genau. Finde ich total klasse. Und wer ist jetzt noch gekommen? Basti. Basti kennt er doch auch von Haus und Hof. Servus. Und er braucht meine Schleuder. Er hat ja meine Bienchen bekommen. Und bei ihm ist jetzt erst Schleudern angesagt. Schleuder steht hier. Und es fragen auch immer wieder Leute nach, was ist das für eine Schleuder? Das ist eine Siegerland. Hier mit technischen Daten, Modell 500, Baujahr 2012, Drehzahl 300 Umdrehungen pro Minute. Gut. Ich drücke euch beide Daumen für euren Start. Echt super, was ihr da hingelegt habt. Total klasse. Ich habe viel holpriger angefangen als ihr. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Cool. Danke. Vielleicht komme ich euch mal besuchen da oben. Sehr, sehr gerne. Das würde uns riesig freuen. Ja. Würde ich gerne. Mal schauen, was ihr da macht. Wirklich toll, bin begeistert. Ja. Wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal von Freidaland. Tschüss. Schön war's. Danke. Da wird ja auch noch gefilmt. Ja, was ist denn da los? Nicht mehr wiedererkennbar. Mein Kräuterbeet. Luisa, 1000 Dank. Basti und du, ihr seid ja ein bisschen unterwegs im Camper. Ganz genau. Und ihr fahrt, ihr habt ein bisschen erzählt, ihr fahrt damit rum. Und zwar über längere Zeit. Genau, wir haben uns ein Jahr Elternzeit genommen, sind mit unserem kleinen Kind unterwegs. Im Mai sind wir gestartet und gucken uns ein paar Orte an, die uns gut gefallen. Gerade sind wir bei dir. Und im Winter wollen wir gerne nach Portugal, dass unser Sohn, wenn er laufen lernt, das draußen tun kann. Super. Und du sitzt hier im Kräuterbeet, machst ein bisschen frei, denn hier sah es wirklich schlimm aus. Nämlich so wie hier. Jetzt ist wieder alles sauber, die Kräuter können wachsen. Wieder hinten die Pimpinelle, dann der Estragon hier, die Weinraute, Rosmarin und Thymian und was ich alles habe. Basti, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ciao. Luisa, vielen Dank. Endlich ist mein Kräuterbeet wieder gerichtet. Gute Reise. Meldet euch zwischendurch. Tschüss. Hermann ist wieder da. Hermann kennt ihr ja. Hermann ist der mit den Bienen gewesen. Und du hast dabei ein Brett. Das würdest du gerne durch einen Hobel jagen? Noch mal abrichten, weil es einfach zu schwer ist. Ah, du willst es tatsächlich dünner haben? Ich will es ein bisschen dünner haben, so 3 mm 4. Was hat es denn jetzt? 30. Oh ja, okay, nicht ganz.
Und auf wie viel hobelst du es runter? Ja, auf 25. Okay. Und auf dieser Seite, weil da ist sowieso noch so ein Makel drin. Da muss ich aber einen Schutz drauf machen. Ja, genau. Sonst werde ich von den Zuschauern angemeckert. Ja, Immer einen Schutz genau. drauf. Da bin ich auch dafür. Und die Hobelmesser, die sind so scharf. Ich habe, wenn ich hier die Maschine putze, ich lasse die ja immer ein, pflege die immer. Und du kommst einmal übers Hobelmesser, hast schon einen Schnitt. Ja, so, das ist sauscharf. Ja. Machen wir mal einen Test mit dem hier. Ja. Ich schalte um von Kreissäge auf Hobel. Sollen wir es so lassen? Ja, das lass er so und dann fährst du mal durch. Jetzt wird es schon langsam. Sollen wir die andere Seite gleich? Ja, kann man auch noch mal machen. Super, einwandfrei und da ist noch schön abkantet da oben rüber. Super. Und wieder ist ein Tag vorbei. Ich bin völlig groggy, aber es ist einfach schön. Es ist eine Erfüllung, wenn Menschen da sind, wenn Freunde da sind, wenn sie einem helfen, wenn man was zurückgeben kann. Es ist einfach immer schön. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen. Wenn ja, quittiert es mir gerne mit dem Daumen rauf. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Nicht vergessen, Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Tschüss.